Ich begrüße euch und lade euch auch gleich zu einem Online-Workshop ein. Der Name ist Multimediale Materialien für die offene Plattform zum Deutschlernen produzieren. Diese Weiterbildung, dieser Online-Workshop, das ist ein Pilotprojekt für weitere Projekte, die ich plane, wenn der Bedarf da ist. Die Weiterbildung richtet sich an Menschen, die Zuwanderern beim Erlernen von Fachsprache für den Beruf helfen möchten. Im Untertitel dieser Präsentation, da steht Know-how-Transfer für die Produktion zum Thema Fachsprache und Fachvokabular, damit Hörverstehen und Sprechen von Deutsch als Fremdsprache, das wird auch mit DAF abgekürzt, damit das im Beruf besser gelingt. Die Untertitel zu diesem Video, die sind bei YouTube verfügbar in Deutsch. Da habe ich sie selber transkribiert. Das heißt, ich habe das, was die künstliche Intelligenz, die da im Hintergrund meine Sprache automatisch transkribiert, die habe ich überprüft und habe die 50 bis 100 Fehler, die es da gegeben hat, korrigiert, die Zeichen ergänzt. Und das Ganze habe ich dann mit dem automatischen DeepL-Übersetzer, der auch auf künstlicher Intelligenz basiert, in 28 Sprachen übersetzen lassen. Für die Zielgruppe dieses Workshops gilt, Sie sind Lehrer oder Ausbilder oder ehrenamtliche Mentoren, die Menschen beim Erlernen von Deutsch begleiten, wenn sie also Deutsch als Fremdsprache sprechen. Und für die gilt, dass Sie wollen, dass der Ihnen vertraute Fachjargon von Ausbildungsberufen, dass der festgehalten wird für die ZUM-Plattform. Und dabei erwerben Sie umfassende Handlungskompetenzen in Sachen Einsatz von Multimedia und können also da Ihre Fähigkeiten erweitern. Das heißt, es ist also eine Win-Win-Situation. Man lernt etwas, um anderen was zu lehren. Für Teilnehmer, welche Deutsch als Fremdsprache sprechen, und das könnten zum Beispiel ukrainische Lehrerinnen sein oder russische Lehrer, die eben nicht am Krieg teilnehmen wollen. Und da können die gerne teilnehmen, wenn sie mindestens das Sprachniveau C1 haben, des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Das heißt, sie sprechen annähernd so gut wie Muttersprachler. Für die Zielgruppe, für die wir dann dieses Material produzieren, da wird natürlich nicht so viel vorausgesetzt. Da reicht das mittlere Sprachniveau zur selbstständigen Sprachverwendung, das heißt also B1 oder besser noch B2. Aber hier beim Workshop, da möchte ich also nicht so viel umschreiben müssen und deshalb diese Voraussetzung, entweder deutscher Muttersprachler mit den genannten Zielgruppen im Hintergrund oder jemand, der nach Deutschland gekommen ist und annähernd so gut wie Muttersprachler spricht. Mit dieser Folie will ich das Handlungsfeld beschreiben, wo die Materialien, die wir im Workshop produzieren, reingehören. Informelles DAF-Lernen steht hier im Folientitel. Das heißt, an der grauen Hinterlegung sieht man, dass dieses nur dann funktioniert, wenn diejenigen, für die das Material gedacht ist, schon in der Lage sind, die Sprache, also in diesem Fall Deutsch, selbstständig zu verwenden. Hier sind diese 6 Stufen aufgeteilt. Es gibt ja 3 Oberbegriffe, elementare Sprachverwendung. Das heißt, das sind die Kurse, die die Flüchtlinge, die Zuwanderer bekommen, wenn sie hier angekommen sind und bisher noch kein Deutsch gesprochen haben, dann müssen ihnen erstmal die Basics beigebracht werden. Nach einem halben Jahr oder länger, dann kann man schon selbstständig die Sprache verwenden, je nachdem, wie begabt man da ist. Und dann fängt es also auch schon an, interessant zu werden, mit diesem Material zu arbeiten. Die selbstständige Sprachverwendung, das ist dann gegeben, wenn man in der Lage ist, selbstständig Telefon- und Videokonferenzen durchzuführen, mit Muttersprachlern sich also auszutauschen, um diese Materialien dann auch zu nutzen. Bei den höheren Level, bei C1 und C2, also annähernd muttersprachliche Sprachverwendung, da ist es natürlich selbstverständlich, dass da diese Materialien ohne Probleme genutzt werden können. Schon im Workshop, da wollen wir Sinnvolles tun. Das heißt, es soll auch eine Ergebnissicherung geben.
Alles, was da erstellt wird, kann dann, wenn die Qualität hinreichend ist, auf der ZUM-Plattform platziert werden. Wo, das deute ich ja hier schon an, in dem grauen Bereich, der ist, wenn man diese Folie bzw. diese Webseite von ZUM anschaut, der ist noch weiß. Das liegt einfach daran, das ist schon etwas anspruchsvoller, das passt auch nicht unbedingt in die formale Bildung rein oder in die nonformale Bildung bei den Weiterbildungseinrichtungen. Das hier ist eben Sprache im Alltag und die lässt sich also nicht so kleinteilig hier unterbringen als Thema. So, wollen wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen. Ergebnissicherung habe ich ja schon gesagt. Die dient natürlich, dass auf der ZUM-Plattform Gutes für Berufstätige angeboten wird. Zum einen, zum anderen ist natürlich die Ergebnissicherung auch Motivation für die Teilnehmer, wenn man dann sieht, was man getan hat und das wird also dann auch sinnvoll verwendet, dann freut einen das. Und diese CC BY-Lizenz, die da obligatorisch ist, die ist notwendig, damit jeder Nutzer dieses Material den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Das heißt, Lehrer, die können den Wortschatz einbauen, mit eigenen Begriffen ergänzen oder Teile, die man für überflüssig hält, rauslöschen. Und das kann man dann einfach weitergeben. Vorausgesetzt, man nennt also die Namen der bisherigen Autoren. Wie das konkret aussieht, das sehen wir dann auf der nächsten Folie. Auf dieser Folie habe ich dann 2 Fallbeispiele untergebracht, wo man die Ergebnissicherung dann begutachten kann. Das linke Beispiel, das ist das Einstiegsprojekt, was ich auf jeden Fall empfehle. Dazu gibt es auch eine Playlist, wo man sich anschauen kann, wie man sowas für einen der über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland schnell und systematisch machen kann. Das rechte Beispiel, das nimmt dann schon von denjenigen, die da mitmachen, einige Zeit in Anspruch. Die Projektarbeit eines chinesischen Studenten, die ich hier als Mentor begleitet habe, die hat mich damals schon über einen Zeitraum von mehreren Monaten wöchentlich 3 bis 5 Stunden Zeit gekostet. Den chinesischen Studenten, der diese Webseiten angelegt hat, noch viel mehr, aber es hat ihm sehr viel gebracht und es hat ihm auch dazu verholfen, dass er die DSH-Prüfung bestand und anschließend an der Elite-Universität in Karlsruhe am KIT seinen Masterabschluss machte. Das geschah dann im letzten Jahr. Diese Beispiele kann man sich anschauen, einsteigen, wie gesagt, mit dem linken Fallbeispiel. Und wenn man dann sieht, dass es Spaß macht und einem doch viel bringt, der kann dann also auch an das rechte Beispiel mal denken. Diese Folie hier ist überschrieben mit "Wer liefert, muss nichts zahlen". Es gibt also 2 Möglichkeiten, an dem Workshop teilzunehmen. Bildung und Weiterbildung soll ja nicht vom Geldbeutel abhängen. Wer also keine Mittel hat oder möchte nichts zahlen, der kann trotzdem von Anfang an kostenlos mitmachen. Er sendet einfach eine E-Mail an mich. Adresse ist workshop@konradrennert.de. Schreibt da rein Zeitspende zur Wortschatzerweiterung und dazu vielleicht noch den Ausbildungsberuf aus der Liste der in Deutschland zugelassenen Ausbildungsberufe. Und dann bekommt man von mir eine Liste und da stehen Worte drin und da muss man dann zu jedem Wort einen Satz bilden. Und das ist eine Arbeitsersparnis für mich. Und als Gegenleistung gibt es dann die kostenlose Teilnahme. Wer sowas nicht machen möchte oder noch nicht machen möchte, der kann vorab 59,50 € zahlen als Spende, 50 € plus Mehrwertsteuer. Das ist ja eine Betriebseinnahme für meine GmbH, die ist also leider noch nicht gemeinnützig. Aber das kann ja noch werden, wenn sich Teilnehmer finden, die in meine Nachfolge eintreten wollen und eine GmbH als Geschäftsführer leiten wollen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Diese Spende geht an das Unternehmen, werde ich dann mitteilen, nachdem ihr eine Mail an workshop@konradrennert.de geschrieben habt und da steht dann Geldspende für die Workshop-Plattform und dann kann man also auch mitmachen.
Auf dieser Folie habe ich Weblinks zu den ausgewerteten Quellen zusammengestellt. Das, was ich hier mache, ist ja im Laufe von Jahren gewachsen. Das Beispiel, was ihr da auf der Folienfolie gesehen habt, das ist ja auch schon 5 Jahre alt und was ich auf der nächsten Folie zeige, zum Teil noch älter. Damit man sich mit dem Thema vertraut machen kann, wenn man da im Workshop mitmachen möchte, da empfehle ich auf jeden Fall, sich die Begriffsdefinition der Weiterbildungsberatung NRW anzuschauen, also Nordrhein-Westfalen ist damit gemeint. Da ist also sehr gut und knapp zusammengestellt, was ist informelles, was ist formales und nonformales Lernen. Sehr empfehlenswert, wenn ihr dann Zeit habt, ist auch die Playlist der Oberösterreichischen Zukunftsakademie mit dem Thema oder mit dem Titel Potenziale informellen Lernens. Dann habe ich hier eben auch etwas gefunden für diejenigen, die als Deutschlehrer oder Lehrerinnen mitmachen. Ich bin ja kein Deutschlehrer, sondern Physiker und diejenigen, die ich hier zu dem Workshop einlade, sind ja hauptsächlich diejenigen, die ein Berufsfeld abdecken können, was nicht unbedingt Germanistik heißt, aber es zeigt, was hier dann als im nächsten Link zu sehen ist, dass auch die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sich Gedanken machen um das Sprachenlernen im beruflichen Kontext. Also auch empfehlenswert. Da habe ich einmal die Seite, wo die Tagung angedeutet ist, gezeigt und auch da eine Zusammenfassung. Dann kann man sich also gegebenenfalls über die dort gemachten Angaben tiefergehend informieren. Was bieten also Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer im beruflichen Kontext? In dem Beispiel, was ich auf der Folienfolie genannt habe mit Yuan Chu, meinem Mentee bei dem Projekt, wo er dann seine DSH-Prüfung vorbereitete, da habe ich das Institut für Sprachen in Kassel genannt. Und das kann man sich also auch anschauen, die Kurzbeschreibung, was machen da die Studenten oder die Teilnehmer, die sich da auf die Prüfung vorbereiten. Für Yuan Chu war das eben eine Sache, die ihn relativ viel Geld gekostet hat, weil er eben nicht sofort die DSH-Prüfung an der Uni Kassel vorbereiten konnte. Er musste also erst den B2-Nachweis bei dieser Sprachenschule erwerben. Das ist ihm ja dann auch gelungen. Kann man sich also informieren. Und nachdem er dieses Level erreicht hatte, dieses B2-Niveau, dann konnte er bei dem Spracheninstitut der Universität Kassel seine DSH-Prüfung vorbereiten und auch erfolgreich durchführen. Das sind also hier die Weblinks zu den Quellen, die ich also hier kürzlich genutzt habe, und das, was ich da also an Informationen gewonnen habe, das wird da also auch im Kurs und auch hier in der Präsentation mit eingegangen sein. Damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, was euch im Workshop erwartet, liefere ich hier noch Weblinks zu eigenen Sites. Da ist zunächst das, was auf den vorigen Folien schon mal erwähnt wurde, das Projekt zur DSH-Prüfungsvorbereitung mit Yuan Chu. Der hat mit meiner Anleitung, ich war der Mentor, er der Mentee, hat er die Website talkingbluepages.de angelegt. Das geschieht mit WordPress, deshalb ist diese Website auch frei zugänglich. Dazu passend hat er dann auch eine Moodle-Plattform angelegt, auch mit meiner Anleitung. Da kommt nicht jeder ran, weil Moodle ist ja gekoppelt an einen Login-Prozess. Wer von euch Interesse hat, der gibt dann einfach beim Anmelden als Benutzer ein kleines A ein, genauso beim Kennwort. Und dann ist man da drin als Andreas Absen. Der Name ist also nicht ganz zufällig. Das ist einer der Vorfahren der Hausbesitzer gewesen, die das Haus hier in Kassel gebaut haben, wo ich mein Büro habe. Ich habe auch den Link zum aktuellen Projekt hier reingestellt. Fachvokabulare kuratieren auf meiner eigenen Website. Da kann man also schon sehen, was da der Stand dessen ist, was ich also hier beim Einstieg in den Workshop präsentieren kann. Das ist aber nicht seit kurzem erst gewachsen, sondern es gab ja schon mal
vor 7 Jahren etwa eine Flüchtlingswelle, 2015, 16 war das. Und da habe ich mit der regionalen IHK Gespräche geführt. Wir schaffen das, eine ergänzende Sprachschulung für Zuwanderer. Das war eine Pressemitteilung. Das ist dann, weil die Flüchtlingswelle abebbte, im Sande verlaufen. Aber in diesem Zusammenhang habe ich also auch schon ein Pilotprojekt gestartet. ESS, wer weiß was nicht, das ist also auch eine unserer Websites. ESS steht für ergänzende Sprachschulung, also auch informelle Bildung. Und da wurde das Fachbeispiel zum Lageristen, das wurde denn da verwendet. Wenn ihr also sehen wollt, mit wem ihr zusammen den Workshop machen könnt, dann könnt ihr also euch diese Seiten einmal anschauen. Das ist es, was ich hier zum Einstieg bringen möchte. Ihr seid eingeladen, am Workshop teilzunehmen. Die Konditionen habe ich ja eben genannt. Ich freue mich, wenn ihr euch dann meldet. Und wenn ihr eben sehen wollt, wie das mit den Untertiteln ist, hier, dieses habe ich ja dann als YouTube-Video produziert, nachdem ich das in PowerPoint vorbereitet habe. Und da findet ihr dann auch die Untertitel in allen Sprachen, die der automatische Übersetzer DeepL, der ja mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, zu bieten hat. Mit diesem Hinweis auf die Übersetzungen in den Untertiteln bedanke ich mich. Das war's. Tschüss.